Also viele denken, Gartenbau, muss ich das vielleicht überhaupt studieren? Das ist doch eher sowas, ja, wie gestalte ich meinen Garten oder kannst du mir vielleicht mal einen Garten anlegen? Aber das ist es im Endeffekt nicht. Also Landschaftsarchitektur kümmert sich um die Pflege bzw. auch um die Gestaltung von Landschaftslehrparken oder auch, dass generell Landschaften angelegt werden. Bei uns im Studium ist eher der Fokus wirklich auf die Pflanze, auf den Anbau und den Produktionsschritt von verschiedenen Pflanzenkulturen, also Gemüse, Obst, Zierpflanzen oder auch Stauden und Gehölze und alles, was damit zusammenhängt. Also angefangen von Botanik über Pflanzenernährung, Düngung, Pflanzenschutz bis hin zu Marketing, Verkauf, aber auch Züchtung wird in unserem Studium durchgenommen. Also ich habe mich ungefähr in der 11. Klasse dafür entschieden, Gartenbau zu studieren. Zum einen, weil ich selber aus einer landwirtschaftlich geprägten Familie komme und ich bin sozusagen im Garten und auf dem Feld aufgewachsen. Und dadurch fand ich es schon immer sehr interessant, wenn man im Frühjahr ausgesät hat, zum Beispiel eine Tomatenpflanze und konnte im Sommer und im Verlauf vom Herbst dann einfach beobachten, wie sie gewachsen ist und dann die Früchte ernten. Das fand ich einfach schon immer bezaubernd und das ist meine Passion. Ich habe nur ein paar Gummistiefel zu Hause, das reicht auf jeden Fall aus. Ich trage eher Arbeitsschutzschuhe, also ganz normale zum Schnüren und damit geht es dann ins Gewächshaus oder auch mal raus aufs Feld und wenn es wirklich regnet, dann eben das Paar Gummistiefel. Es kommt immer auf den Studiengang drauf an, also bei uns, wir sind wirklich sehr wenige, wodurch wir ein sehr familiäres Miteinander haben, auch zu den Dozenten. Wir kennen jeden, wir sind bekannt und von daher, wenn man wirklich ein Problem hat oder auch ein Anliegen oder Hilfe bei verschiedenen Versuchen braucht, kann man immer zu den Dozenten hingehen. Die Fachhochschule zeichnet sich ja meist dadurch aus, dass sie einen festen Stundenplan hat. So ist auch mein Alltag in gewisser Weise ein bisschen durchgeplant. Frühs um 8 bzw. um 10 beginnen meine ersten Lehrveranstaltungen. Dann treffe ich mich meist mit meinen Kommilitonen. Wir gehen zusammen in die Mensa, essen was, unterhalten uns. Und danach gehen wir entweder wieder zu den Lehrveranstaltungen oder wir gehen ins Versuchsgewächshaus, betreuen unsere Versuche oder wie in meinem Fall geht es dann los mit Bachelorarbeit schreiben. Also wir haben insgesamt 3 Campi. Wo ich bin, das ist die Leipziger Straße, wird auch der Grüne Campus genannt. Also wir haben eine große Vielfalt an unserem Campus. Wir haben neben dem Versuchsgewächshaus und einer Freifläche auch einen Landschaftslehrpark, wo viele Gattungen und Arten einfach auf engem Raum zusammenstehen, was natürlich für das Lernen für Testate, aber auch so, um einfach abzuschalten, wunderschön sind. Zum Beispiel haben wir auch einen kleinen Teich, wo ein Fächerahorn über dem See ist und das ist immer sehr schön, um einfach nochmal Kraft zu tanken oder auch zwischen den Lehrveranstaltungen sich einfach auszuruhen. Aber ich bin auch wirklich sehr gerne im Versuchsgewächshaus, weil ich einfach bei meinen Pflanzen bin, mit ihnen arbeite und wirklich immer schauen kann, wie entwickeln sie sich, brauchen sie irgendwelche Abänderungen im Versuch, zum Beispiel muss noch mal gegossen werden oder muss noch mal nachgedüngt werden. Also ich komme aus Thüringen, ich bin in einem Dorf in der Nähe von Erfurt aufgewachsen und die FH Erfurt hat mich überzeugt, einmal durch den nahen Standort zum Heimatort, aber auch weil die Inhalte so sind, wie ich mir das vorgestellt habe, also wirklich ein guter Praxisanteil, viel Theorie, aber trotzdem immer diesen Ausgleich mit ich weiß, was ich später damit anzufangen habe. Also der Gartenbau ist natürlich ein wirklich buntes Feld. Man kann zum einen in den Gemüsebau gehen, aber auch in den Obstbau. Entweder man übernimmt hier einen Betrieb, man kann aber auch in die Beratung gehen, zum Beispiel Anbaumethoden beziehungsweise auch in die Düngemittelindustrie oder in die Pflanzenschutzindustrie und hier einfach bei großen Konzernen arbeiten oder auch bei einheimischen Ablegern. Man kann aber auch in die Ökonomie gehen, also wirklich in den Bereich Wirtschaft, zum Beispiel in den Einkauf in verschiedenen Supermarktketten und hier einfach kodieren zum einen die Grünpflanzen, aber auch Obst und Gemüse. Also Erfurt ist wirklich eine schöne Stadt. Man hat viel Altstadt-Flair, man hat kleine Gässchen, wo Restaurants und Kneipen und Cafés drin sind, wo man also wirklich auch flanieren kann. Man kann aber auch, wenn man möchte, wirklich Party machen in verschiedenen Clubs. Man hat
eine gute Straßenbahn und auch eine gute Busanbindung. Es gibt verschiedene Standorte, wo man sich kostenlos für die FHE-Studenten Fahrräder ausleihen kann. Also in meiner Freizeit treffe ich mich mit meinen Freunden oder mit meinen Kommilitonen. Entweder gehen wir mal ins Kino oder was essen oder gehen in die E-Burg oder ins Kalif Party machen. Oder auch mal zu Veranstaltungen ins Theater oder einfach setzen wir uns an die Gera hinter die Kremer Brücke und genießen Eis. Also auf jeden Fall Hochschulinformationstage besuchen und so mit Studis in Kontakt kommen und einfach schauen, okay, wäre das was für mich? Dann auf jeden Fall viel Eigeninitiative und gerade auch für die grünen Berufe viel Engagement, viel Passion mitbringen, denn man ist oft draußen, man hat vielleicht auch öfters mal körperliche Arbeit, aber wenn man sieht, was das Endergebnis ist, finde ich, lohnt sich das immer sehr. Und ich finde, man sollte auch das Studium am Anfang locker angehen, weil man ist vielleicht in einer neuen Stadt, man kennt nicht viele Leute, man ist unsicher, aber das läuft. Also nicht verrückt machen und auf jeden Fall auch viele Ersti-Veranstaltungen wie Campus Rally oder auch Ersti-Grillen oder Partys mitnehmen. Da lernt man schnell Leute kennen und findet auch einen Anschluss.